Hear me, Anthony. I can't seem to find what I'm seeking. Hi, das ist Future Me. Ich habe leider erst bei der Bearbeitung gemerkt, dass die Videoqualität nicht so gut ist, weil wir es mit dem Handy aufgenommen haben, dass es sehr dunkel war. Aber da solche Bilder, die sind hier irgendwo rausgekommen sind, dachte ich, ich lade trotzdem das Video hoch, denn ich glaube, dass ihr trotzdem daraus was lernen könnt. Ich erkläre alles und ja, nächstes Mal wird die Videoqualität wieder etwas besser, hoffentlich. Sorry schon mal dafür. Viel Spaß beim Video und ja, bis zum nächsten Mal. Hi, heute sind wir bei der Carla. Carla ist meine Nachbarin und Carla hat noch nicht so viel Erfahrung vor der Kamera. Freust du dich schon? Ich freue mich, ja, definitiv. Bisschen aufgeregt. Ja, das ist vollkommen normal. Wir werden heute Fensterporträts machen, soweit es klappt. Wir haben nämlich leider eine der beschissensten Wettertage, die es gibt. Es regnet in Strömen, es ist super dunkel und das Licht ist uns deswegen nicht so hold. Wir werden es trotzdem probieren und nehmen euch natürlich mit, Film, Behind the Scenes, dass ihr seht, was wir machen. Ich erkläre nachher im Video ein bisschen was und ja, viel Spaß. Ja, bevor das Shooting losgehen konnte, haben wir natürlich noch die Klamotten ausgesucht. Carla hat sich fertig gemacht und wir haben auch zuerst gemeinsam was getrunken. Also normalerweise, wenn ich ein Model nicht kenne, trinke ich vorher immer Kaffee mit denen und quatsche ein bisschen. Aber Carla ist meine Nachbarin, deswegen konnten wir den Schritt sozusagen etwas kürzer gestalten. I ignored the simple acts of love. Let them rust all bundled up with greed. So, wenn man an einem Fenster sitzt, hat man verschiedene Möglichkeiten, wie man das Modell positionieren kann. Man kann es frontal zum Fenster oder wie hier seitlich zum Fenster stellen. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. In der Situation, wo die Carla jetzt seitlich zum Fenster sitzt, hat man wunderschöne Kontraste. Es gibt natürlich eine vom Licht abgewandte Seite, die dunkler ist, das werdet ihr gleich beim Bild sehen, und eine sozusagen lichtzugewandte Seite, die entsprechend heller ist. Das ist sehr angenehm. Wenn man sie 45 Grad positioniert, kriegt man auch den sogenannten Rembrandt-Effekt. Das ist sozusagen das, was der Maler auch hat. Das ist ein Lichtdreieck unter dem vom Licht abgewandten Seite, unterm Auge. Warum macht man das nicht bei jedem Modell? Das Problem ist, dass sozusagen dadurch, dass das Licht seitlich auf Strukturen auftrifft, verstärkt es diese. Das heißt, wenn wir jetzt jemanden haben, der zum Beispiel sehr unreine Haut hat, dann wird das sehr markant dargestellt, was halt nicht sehr schmeichelhaft ist. Wenn man jemanden hat, der viele Falten hat, werden die Falten verstärkt. Das ist nicht immer das, was wir uns wünschen. Carla hat wunderschöne Haut, die ist super schön, deswegen war das gar kein Problem. Und deswegen werdet ihr diese Lichtsituation auch später im Stehen ganz oft sehen, dass ich Carla halt seitlich zum Licht positioniere, damit das sozusagen ein bisschen mehr 3D-Effekt ergibt. So würde ich das mal nennen. So, jetzt haben wir Carla frontal zu dem Fenster positioniert, so dass das Licht die Strukturen aufhält. Wenn jemand unreine Haut hat, oder sehr viele Falten, die man nicht verstärken möchte, positioniert man ihn genau so. Das ist ein sehr schmeichelhaftes Licht. Der Reflektor, wie wir sehen, hält auch noch sozusagen die Schatten auf. Es gibt aber wenig Kontur. Das werdet ihr hier sehen. Sozusagen, es ist ein klassisches Licht. So könnte man es ausdrucken. So, jetzt haben wir uns warm geshootet und Carla hat sich umgezogen und im Endeffekt seht ihr jetzt alle Lichtsituationen, die wir vorhin besprochen haben. Seitliches Licht und sozusagen frontales Licht, überwiegend seitliches Licht, weil ich es einfach stimmungsvoller finde. Und ja, genießt die Bilder. Ich habe sie euch in Schwarz-Weiß und in Farbe eingeblendet, damit ihr den Unterschied manchmal seht, wie es aussieht oder wie es wirken kann. Viel Spaß! I'm sick of seeing all the times I chose the lie. And tired of being reminded of my measured time to make things right.
Wie ihr sehen könnt, habe ich der Carla zwischendurch mal einen Sektkelch in die Hand gegeben oder gebe ihr Posing-Anweisungen. Da Carla ja noch nicht so viel Erfahrung vor der Kamera hat, biete ich ihr verschiedene Optionen an. Wie hier zum Beispiel, dass ich sie auf den Stuhl setze. Worauf ihr immer achten müsst, ist natürlich, dass die Körperspannung da ist, dass ihr das Gesicht zum Licht wendet und zum Beispiel auch, dass nicht zu viel Augenweiß zu sehen ist. Deswegen seht ihr auch immer mal zwischendurch, wie ich meinen Finger sozusagen hin und her bewege, damit sie weiß, wo sie hinschauen muss. Ne? Dann so kleine Tipps. Achtet auch drauf zum Beispiel, dass bei ihr, guckt ihr der BH hinten mal raus oder vom Aufhänger, so Kleinigkeiten. Ne? Das erspart euch später ganz viel Arbeit in der Postbearbeitung, Nachbearbeitung sozusagen. Und auch für die Carla, die fühlt sich dann wohl, wenn sie merkt, da ist jemand, der weiß, was er tut und gibt die Anweisung. Hier seht ihr auch mit dem Finger halt, ne, das ist für den Blick, weil ich wollte, dass er rausguckt, aber man darf nicht zu viel Augenweiß sehen. Das sieht immer so ein bisschen, ja, weird aus, wenn ihr versteht, was ich meine. Father cry. So why am I compelled to light with words of slight? I need some amplified where grace and peace collide. So, und jetzt reden wir über Komposition, Bildaufbau. Ihr seht jetzt, dass ich jetzt gleich anfange rumzuräumen. Ich verstelle die sozusagen Pflanze, weil ich sie im Hintergrund haben wollte. Wir haben ja verschiedene Ebenen. Wir haben einen Hintergrund, dann sozusagen der Bereich, wo das Modell ist, und dann haben wir einen Vordergrund. Und ich wollte sozusagen, dass die Pflanze sie umrahmt, wenn ich sie auf den Boden setze. Dass sie sozusagen wie einen Bogen bildet. Deswegen habe ich sie hinter ihr positioniert, weil ich wusste oder ich habe gesehen, dass die Farben halt sehr gut passen. Und dann habe ich aber gedacht, im Vordergrund möchte ich gerne auch noch was davor haben. Deswegen seht ihr jetzt gleich, ich bin zwar abgeschnitten, aber ich hole jetzt gleich einen Stuhl und positioniere eine kleine Pflanze auf den Stuhl, dass die quasi ganz unscharf im Vordergrund ist. Die sieht man gar nicht so wirklich, weil ich halt sehr offenblendig fotografiere. Das heißt Richtung der kleineren Zahl. Also wenn man zum Beispiel Festbrennweiten hat mit 1,8 und dann wird das nämlich ganz unscharf im Vordergrund. Das sieht man dann nicht, aber gibt einen schönen Effekt, wie ihr auf den Bildern sehen werdet. Buried in the current of last year. Help me, Anthony. My mistakes are finally catching up. I ignored the simple acts of love. Let them rust out, bundle up. So, der aufmerksame Beobachter wird sagen, na nü, das ist ja nicht nur ein anderer Blickwinkel, da ist doch irgendwas vor Carla. Genau, ich hatte einen Reflektor noch dazu gebracht, weil mir die Seite einfach zu dunkel war. Da war zu viel Schatten, weil das Licht, was hinter mir ist vom Balkon von der Tür, das hat nicht so viel Licht reingebracht. Und deswegen habe ich einen Reflektor vor ihr positioniert, das sozusagen von dem Fensterlicht ein bisschen was reinbringt. Zusätzlich wollte ich noch sagen, falls irgendjemandem aufgefallen ist, sind Vorhänge vor dem Fenster und ich habe mich am Anfang ja noch beschwert, dass wegen dem beschissenen Wetter es so dunkel ist. Und da wird der eine oder andere fragen, warum haben wir dann Vorhänge davor? Diese Vorhänge sind ja, wie man sieht, lichtdurchscheinend und die filtern das Licht sozusagen. Das nennt man Diffusor, also quasi das Licht wird dadurch weicher. Und das wirkt wie eine riesen Softbox. Also es macht ganz, ganz weiches Licht, was besonders schön und schmeichelhaft ist. Es sei denn, man hat jetzt zum Beispiel einen Mann mit Falten, was man verstärken möchte, dann möchte man hartes Licht. Da gehen wir aber irgendwann anders nochmal drauf ein, auf die Unterschiede. Und das jetzt durch diese große Fläche und durch diesen Vorhang davor, das ist ganz weiches Licht. Und jetzt werde ich euch einfach nur noch die Bilder einblenden. Genießt die und ja, viel Spaß beim Betrachten. Hatte ich, glaube ich, vorhin auch schon mal gesagt. Ach, egal, was soll's. Ich wiederhole mich gerne. Hang me upside down so I can find a living world outside of black and white. Color bursting forward and out of scene. I'm sick of writing songs that make my father cry. So why am I compelled to write with words of slight?
jetzt fertig für heute mit dem Dreh. Wie war's für dich? Gut, lief gut. Lief gut, ja? Ja. Ich fand auch, wir haben richtig gute Ergebnisse. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und denkt immer dran, wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert den Kanal und drückt die Glocke oder so ähnlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao.